Oh, die sind so besonders schön. Das sind doch diese mexikanischen Muschelblumen oder Tigerblume. Im Juli sind die ersten Ernten fällig, ein bisschen Aufräumen steht an, Stauden müssen zurückgeschnitten werden. Also auf ans Werk. Und meine Hochbeete sehen aus, das ist der reinste Graus. Die Tomaten wachsen zwar super da drin, aber nicht nur die Tomaten, sondern auch noch reichlich Unkraut. Und bevor ich jetzt hier das ganze Unkraut rausbuddel, nehme ich mir auch gleich noch meine Zwiebeln mit. Die sind nämlich auch schon richtig gut. Die kommen jetzt alle raus, dann habe ich das Feld hier wieder frei. Denn hier sollen als nächstes nochmal Radieschen rein. Die Zwiebeln werden aufgehangen, getrocknet und dann verzehrt oder verschenkt. Also Radieschen gehen ja wirklich immer oder fast immer. Jetzt ist es auf jeden Fall noch nicht zu spät. Ich habe jetzt hier mein Hochbeet entkernt, entrümpelt mit den ganzen Zwiebeln und das Unkraut jetzt weggemacht. Jetzt nehme ich mir einfach hier so ein Stäbchen und da drücke ich jetzt mal ein bisschen rein, denn die sollen ungefähr 1 bis 2 cm tief in die Erde gesetzt werden, im Abstand von 3 cm. Jetzt könnte man die einfach reinstreuen. Dann wachsen die aber sehr dicht zusammen und dann bilden die auch keine richtigen Früchte aus. Heißt das Früchte bei Radieschen? Ich weiß es nicht. Da müsste man die also verziehen. Und das will ich nicht machen und deswegen bringe ich die jetzt einzeln aus. Kann man das überhaupt sehen? Da. Also was hier für Kleinstlebewesen in der Erde sind, das ist schon erstaunlich. So, meine kleinen Samen habe ich ausgebracht und jetzt brauche ich bloß noch die Rillen zu schließen. Schauen, da wird angegossen, kurz ein bisschen festgeklopft und Wassermarsch. Im Juli ist auch die Zeit, wo wir schon die ersten Sträucher wieder zurückschneiden können. Zum Beispiel dieser wilde Salbei hier, der eignet sich nicht zum Kochen, aber sieht wunderschön im Garten aus, ähnlich wie Lavendel. Der ist jetzt völlig verblüht. Wenn wir den jetzt runterschneiden, ungefähr eine Handbreit über dem Boden, dann treibt der noch mal aus. Also mache ich mich hier ans Werk. Und schneide den ordentlich zurück. Und wie das denn aussieht, wenn er noch mal austreibt, das sieht man bei dem hier schon. Der kommt von unten noch mal neu und bringt frische Blüten. Bei dem wilden Salbei ist es übrigens so, dass der sich überall alleine im Garten aussämt. Den muss man wirklich sehen, dass man den ja, im Zaume hält, weil den hier zum Beispiel, den habe ich überhaupt nicht angepflanzt. Und hier sieht man erst meine Hortensie dahinter, die hier, die kriegt jetzt erst richtig Luft. Natürlich genauso eine Bienenpflanze ist auch der Lavendel. Lavendel gibt es ja in unterschiedlichen Formen. Wir haben zum Beispiel, ich glaube 3 hier im Garten. Das ist einer, der schön kurz blüht. Da ist die Blüte, der Blütenstängel also nicht sehr lang. Und dann haben wir hier die total nervigen auf der anderen Seite, die von hier unten bis nach da oben, wo sich hier alles tummelt, diese Stängel haben und die ragen überall in den Weg. Also der ist für den Garten eher ungeeignet. Jedenfalls jetzt können wir die abgeblühten Stände hier einfach zusammennehmen und runterschneiden. Wir schneiden noch nicht den ganzen Lavendel, das machen wir erst im Frühjahr. Aber wir nehmen uns schon immer so büschelweise und schneiden den weg. Hier gibt es nichts mehr zu essen für die Bienen. Also kann der auch schon weg. Wir haben in dem Garten ziemlich viel Lavendel, aber der blüht auch zu unterschiedlichen Zeiten. Also wir haben noch welchen, wie zum Beispiel den hier vorne. Der steht noch wirklich in voller Blüte. Da ist noch reichlich dran, den brauche ich also noch nicht zurückschneiden. Ja, eine tolle Arbeit. Und schon sieht er doch viel besser aus. Fertig. Heute stehe ich hier vor meinem Basilikum und
Es ist jetzt Zeit zu ernten. Wir hatten ja diesen Topf eingepflanzt, den habe ich ja durch 4 geteilt und da sind Büsche draus geworden, das glaubt man nicht. Jetzt blüht der schon, die Bienen freuen sich natürlich, aber ich möchte auch gerne Pesto haben. Also mache ich mich heute ans Ernten und wir werden Pesto machen. Ja, also das hier alles ist tatsächlich mein 1/4 von dem Basilikum. Wobei ich sagen muss, dass das Basilikum aus dem Hochbeet wirklich mit Abstand am meisten gewachsen ist. Also ich mache mich jetzt mal frisch ans Werk und ich glaube, das wird gar keine so einfache Aufgabe. Normalerweise nimmt man beim Basilikum ja auch die Stängel ruhig mit zum Pesto machen oder auch zum Zerschneiden. Aber wenn wir uns hier mal diese Stängel angucken, hier, die sind ja wirklich, also die sind schon fast verholzt. Ich schneide den jetzt nicht bis ganz runter und versuche immer bei so einem Achsblattpaar hier einen Schnitt zu machen, sodass ich diese Stiele hier rausbekomme. Nachher schneiden wir hier die Blüten oben ab, nehmen uns nur die Blätter, die waschen wir schön und dann werden die zerhäckselt und alles, was so in ein Pesto reinkommt, also Knoblauch, Pinienkerne, Salz, Zitrone, Parmesankäse und alles, was man möchte. Ist das ein Blatt, oder? Das ist fast so groß. Naja, nicht ganz so groß. Aber ordentlich kannst du schon als Salatblatt benutzen. Aber langsam kommt hier Licht in die Angelegenheit. Und ich bin mal gespannt, ob der sich nachher noch mal so richtig regeneriert oder ob er jetzt so vor sich hin meckert. Werden wir denn sehen. Das ist davon jetzt noch übrig geblieben. Und jetzt machen wir uns ans Schnippeln. Thomas, mein Freund und Helfer. Die letzten Mohikaner, ich glaube, eine halbe Stunde haben wir hier gezuppelt. Eigentlich sagt man ja, dass nach der Blüte der Geschmack sehr intensiv wird und nicht mehr ganz so fein, wie man ihn eigentlich haben möchte vom Basilikum. Aber ich glaube, für Pesto ist es genau der richtige Zweck. Also sprich, wenn das ein bisschen kräftiger ist, habe ich überhaupt nichts dagegen. Das war's, die letzten Blätter. So, hier müssen wir den Mixer noch ein paar Mal anschmeißen, bevor wir das hier alles abgearbeitet haben. Und jetzt presse ich nur noch die leeren Limettenschalen erstmal aus. Und der Rest kommt dann in den Gin Tonic. Wirklich lecker. Kann man zu Salat nehmen. Also Nudelsalat natürlich hervorragend. Man kann es auf gebackene Kartoffeln einfach noch oben mit dran machen. Man kann es auf der Stulle essen. Also das wird uns wahrscheinlich das Jahr über begleiten. Das war jetzt ein Stückchen Knoblauch. Okay, fertig sind wir.